Are you ready? Scheiße! Wow. Mit diesem Kommentar gehe ich jetzt von der Sendung. Was? Taste of a poison paradise. I'm addicted to you, but you know that you're toxic. Preguntan por mí, y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así, y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Willkommen zurück bei Alvaros Kitchen Talk. Ich bin sehr gespannt, was wir heute machen. Ich habe schon ein bisschen geguckt. Krasse Ingredients auf jeden Fall. Und auch für eine krasse Gästin. Wir haben viel zusammengearbeitet. Ich will sie aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich sie eingeladen zur Show. Und sie hat ja gesagt, was echt krass ist gerade, weil sie überall zu sehen ist. Egal, wo man einschaltet, jeden Tag, 20:15 Uhr, ist sie immer im Fernsehen. Also, deswegen natürlich auch bei uns. Bitte willkommen, Melissa Chalasch. Hallo. Hallo, das war aber schön. Hallo. Wie geht's? Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Wirklich Danke. vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Ich habe dir auch gleich was mitgebracht. Ach, was? Es ist schwarzer Tee. Ja. Ich glaube, der ist eigentlich aus Sri Lanka, to be honest. Ja, aber ist doch Aber wir trinken den, also alle Iraner trinken diesen Tee. gut. Dankeschön. Darf ich dich denn einladen in unsere Lounge sozusagen? Let's go. Hast du übrigens sehr schön hier, Alvaro. Passt? Ja, also mit dem Klavier und deiner Gitarre. Ja, ne, irgendwie, also ich habe das ist so ein bisschen so ein Upgrade. Davor die ersten Kapitel mit Vincent und mit Nico, Ja. die waren noch bei mir zu Hause. Habe ich gesehen, Und, ja. Genau, und das ist auf jeden Fall so ein Upgrade jetzt nochmal gewesen. Der ist aus Frankreich, also mal gucken. Nicht aus Spanien. Nee, der nicht. Danke dir. Und danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Also, ich freue mich sehr, weil ich bin halt, also ich respektiere deine Arbeit so sehr. Ich finde, es ist super schwierig auf der Bühne bei The Voice Kids, weil ich es so nah erleben darf auch. Das finde ich faszinierend, finde ich sehr krass. Dankeschön. Also das finde ich, wie machst du das? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist eine harte Schule gewesen, sage ich jetzt mal. Nein. Also ich habe ja schon vor vielen Jahren angefangen zu moderieren. Ich glaube 2013. Krass, okay. Und Fast 10 Jahre jetzt, ne? fast 10 Jahre. Und Wow. das tatsächlich auch beim Musikfernsehen. Also ich habe bei Joyce damals angefangen. Habe ich gesehen, eine sehr schöne Folge. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, welche. Und da wurde ich damals tatsächlich so richtig reingeschmissen ins kalte Ja. Wasser. Und dann war es so direkt, okay, dann hast du ab morgen jeden Tag 17:30 Uhr live moderieren. Krass, das ist schon echt. Und das ist aber die beste Schule, die du haben kannst. Also wirklich, ich hatte da alles von der Gast kommt nicht, der Gast ist, redet nicht oder der Klar. Gast oder der Clip, den du gerade abspielen möchtest, funktioniert nicht. Also es gab alle Situationen, die du da einmal durchgemacht hast. Und das war gut und dann gut gewappnet für alles andere, was kam. Ich finde wirklich, ich habe ja auch Situationen bei Konzerten, wo ich ich versuche mich zu identifizieren mit der Situation, wo man dann eben in einem Interview ist oder irgendwo und dann passiert zum Beispiel, wenn man ist auf der Bühne, auf einmal funktioniert das Klavier gar nicht. Ne? Ja. Oder irgendwie geht die Gitarre nicht oder sowas. Dann Ja. musst du halt improvisieren. Und dann entweder passiert halt was Geiles und irgendwie noch besser, weil dann die Leute sehen, ah krass, das ist voll natürlich und irgendwie ist es nicht inszeniert. Ja. Und Ich finde das so geil, als Künstler kannst du so Sachen einfach dann so als, das geht so, ich habe das Gefühl, das verzeiht man vielleicht manchmal eher, wenn man sagt, okay, es ist der Künstler, er ist in seinem Das Ding, stimmt. da passiert gerade was nicht. Du hast recht. Von mir erwartet man, sie muss die Sache im Griff Perfekt, haben. ja, ja. Das ist ihre Sendung, sie muss das jetzt retten. Ja. So, ne? also wie bist du denn aufgewachsen? Oder weil du hast ja persische Wurzeln. Genau. Meine Eltern sind vor 35 Jahren, 36 Jahren von Ja. Teheran aus dem Iran nach Deutschland damals. Also mein Onkel ist der Bruder von meinem Papa schon ein bisschen vorher, der ist nach Amerika gegangen, krass. weil auch stark politisch verfolgt und so, weil damals der Regimewechsel und er quasi gegen das Regime war. Und Ich kenne voll viele, die Situation genau, ähnlich. Ja. das war die Situation damals und da sind ja dann viele nach Amerika, nach Frankreich oder auch eben nach Deutschland. Und du warst natürlich noch nicht geboren in dem Moment. Genau, als meine Eltern damals nach Deutschland gekommen sind, war ich noch nicht geboren. Nee, das war, ich bin in Deutschland, Ja. in der Nähe von München geboren und Right. aufgewachsen.
Und habe halt aber genau halt beides mitbekommen. Also zu Hause immer nur Farsi gesprochen, Persisch gesprochen, immer persisches Essen zu Hause. Das war so Krass. Kultur und alles immer zu Hause. Aber ich habe auch super schnell die deutsche Sprache gelernt. Das Klar. ging bei mir als Kind super schnell und auch im Kindergarten schon. Ich konnte das dann einfach schon perfekt. So, und ich kam dann nach Hause und habe viel mehr Deutsch gesprochen. Meine Mutter kam dann und hat sich immer die Ohren zugehalten und hat gesagt, nein, mit mir redest du aber nur Persisch, Krass. weil ich will nicht, dass du das verlernst. So, ne? Das kam halt super schnell und einfach alles, dieser Mix von Kulturen. Es war halt damals in der Nähe von München, dem kleinen Örtchen, wo ich groß geworden bin, waren auch ganz viele italienische Familien zum Beispiel. Deswegen war ich mit denen immer im italienischen Gottesdienst und so. Krass. Ich war, obwohl meine Eltern Muslime sind, war ich in einem katholischen Kindergarten Wow, zum ja. Beispiel. Also es war alles immer super offen. Und so ein Mix auch, Und ne? so ein Mix, und so das ein war Mix auch von okay, allem. ne? Und ja, und ich glaube, das ist total wichtig. Es ist total wichtig, damit du einfach später auch weltoffen durch die Welt gehen kannst, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich. Weil wenn man sich nicht öffnet für andere Kulturen oder für andere Glaubensrichtungen, dann bleibt man doch immer nur in seinem eigenen Film. Und das ist doch so schade, weil es gibt so viel Schönes zu entdecken. Das stimmt. Wow, das hast du super gut gesagt. Ich würde mal so, weil wir hier so ein schönes Bild hatten, vielleicht mal wechseln auf ein anderes Bild. Ja. Und mal gucken, was du mir davon erzählen kannst. Das war auch, Gott, das ist ein furchtbares Bild. Ich weiß auch nicht, warum. Du hast mir diese Bilder geschickt. Ich weiß, und das ist auch dumm einfach von mir, aber das sind oft Dinge, die man macht und sich dann nachher... Genau, das war die Zeit, wo ich mal eine Kurzzeit in einer Band war. Das war so dieses... Habe ich das erste Mal Band-Feeling geschnuppert quasi mit Ja. immer im Bandraum proben. Und da habe ich Ja. gelernt, wie man eine Bierflasche mit einem Feuerzeug aufmacht. Weil ich war, wie du sehen kannst, nur unter Jungs. Sehr gut, ja. Das Und stimmt. genau, das war die Zeit, da habe ich so... Das war so Deutsch, Pop, Elektro-Dings und ich habe halt so ein bisschen gesungen nebenbei. Charlie Bravo, ne? Charlie Bravo, genau. Und Das wer war ist Charlie Bravo davon? er. Er ist Charlie eigentlich. Genau, das ist aber inzwischen alles komplett aufgelöst und jeder macht irgendwas anderes und er Okay. macht, glaube ich, auch nochmal irgendwie andere Musik inzwischen. Aber Ja, es nicht war schlecht. eine lustige Zeit. Das war auch die Zeit, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und war diese Band-Erfahrung gut? Also, Voll. Also hast mir- du geil, so mal ein bisschen reinzuschnuppern, wie das... Vor allem, mir hat das voll Spaß gemacht. Das war Geil. halt, Musik war halt auch immer ein großes Thema bei mir. Also das ist schon von klein auf so. Ich bin in einer sehr musikalischen Familie groß geworden. Ja. So, weil wenn wir alle zusammen sind, dann irgendjemand singt immer am Schluss. Ja, okay. Immer. Krass, wirklich? Ja, immer. Hey, okay. Mein Onkel, meine Mutter, also immer. Aber spielen die auch Instrumente oder? Ja, irgendjemand macht irgendwas, spielt Gitarre, trommelt, macht irgendwas. Ja. Hey, das ist ja mega geil. Ich habe noch ein Foto für dich. Okay. Warte. Da. Okay, pass auf. Okay. Das ist nochmal etwa eine Seite von mir, die kein Mensch kennt. Ist das eine andere Band, die du dann hattest? Nee, das ist keine andere Band. Das ist einfach nur eine Seite von mir und eine Zeit von mir, Krass. sage ich mal. Du bist voll in der Mitte, ne? Das bist Ich du. bin die in der Mitte, Okay. die, glaube ich, keiner so wirklich kennt von mir. Ja? Ich hatte eine Zeit, in der ich es geliebt habe, auf Metal-Konzerte zu gehen. Marilyn Manson, Metallica. Wirklich? Ich war ganz vorne mit dabei. So. Wirklich? Wirklich. Wow. Und ich, Hey, Marilyn Manson hatte die verrücktesten Konzerte. und ich war in der allerersten Reihe. Ich habe es geliebt. Und was, okay. Und was Also- war das Verrückteste? Ich habe krasse Sachen gehört, was Marilyn Manson macht auf der Bühne. Der und hat so ganz, ganz verrückte Sachen. Ich möchte das, glaube ich, gar nicht sagen, weil das ist wirklich so eine Grenze, die wollen wir nicht überschreiten an dieser Stelle. Okay, es war Aber nicht so KitKat-mäßig. Oder? so leicht vielleicht. Nee, aber so Marilyn Manson-Konzerte sind krass. Ja. Ja. Aber nee, es war also Metal-Konzerte war eine Zeit lang voll mein Ding. Krass. Habe ich richtig doll geliebt. Und so Wacken und so auch. Ja, und ich sag, ich habe das und immer noch, wenn ich mal zu Hause, wenn ich aufräume, dann brauche ich so ein bisschen Sehr gut, so ein bisschen Wumpf. ja. Geil. Und also schöne Bilder, die du mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Das fand ich sehr gut. Ein bisschen ein Einblick. Ich habe mal hier, also, wollen wir denn was singen vielleicht? Sehr gerne. Hast du Bock so? Ich weiß nicht, ob Ich das weiß- irgendwie gerade ein bisschen spontan ist. Oder? Lass einfach probieren. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt einfach krumm und schief klingt. Ich weiß auch gar nicht, was wir singen sollen, aber zumindest, guck mal, es gibt hier es gibt so eine geile App. Das ist so eine Art Karaoke-mäßiges Ding. Nämlich, guck mal. Ich hab Britney hier- Spears Toxic. Irgendwie kommt jetzt Britney Spears Toxic. Wollen wir? Wollen wir mal probieren? Ich habe den, glaube ich, noch nie gesungen, aber let's Okay, try. warte, ich muss dir aber dann das Handy. Ist okay, dann mache ich mit Ja. der Gitarre. Ja, mach Warte, du ich hol die mal. und ich scroll einfach. Ja, genau. Und das ist ja perfekt, dass wir dieses Screen haben. Ich habe den wirklich noch nie gesungen, also let's try. Also guck mal. Soll ich von Anfang oder soll ich von Chorus machen? Ja, lass von Anfang an machen. Okay. Gut. Let's Okay. try. Also lass einfach mal probieren. Okay. Das ist so jetzt spontan Karaoke. Spontan Karaoke. Ja, sehr gut. Let's do it. Also, soll ich anfangen oder bist Fang du an. Baby, can't you see
I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Ja, so. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Oh. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Oh. Und dann. With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, but you know that you're toxic. Down, down, down. And I love what you do, don't you know that you're toxic? Hey! And I love that you do, Don't you know that you're toxic? Olé! Sehr geil. Cool. Mega. Ja, geil. Ja, krass. Mega ey, gut. was du alles kannst. Das Wichtige eigentlich in dieser Show ist, Ja. dass man kocht auch. Ne? Also natürlich hast du mir ja auch was Krasses mitgebracht. Ja, ich habe dir ein persisches Gericht mitgebracht. Eigentlich mein Lieblingspersisches Gericht. Also ich habe das schon so 2-3 Mal gemacht. Ich kann dir helfen, weil bis jetzt, das Spannende auch für mich ist... Kannst du gut kochen? Ich kann eigentlich kochen, ja. Ja. Aber das ist gut, weil ich kenne das Gericht ja gar nicht. Ja. Aber ich koche immer mit sehr viel Intuition. Gut. Nur das Ding ist halt, bis jetzt waren meine Gäste alle sehr untalentiert mit Kochen. Okay. Und das Schöne ist, dass ich eigentlich von dem Gericht gar keine Ahnung habe. Deswegen habe Ja. ich gehofft, du gibst mir jetzt ein paar geile Tipps. Das werden wir jetzt einfach herausfinden. Okay. So, sollen wir probieren? Let's go, ja. Okay. Sehr gut. Okay, ein das können wir bisschen mitnehmen. Wein mitnehmen. Ja, natürlich. Ist doch So. schön. Erstmal, wie heißt das Gericht? Das Gericht heißt Zeresh Polo Bamur. Nochmal? Zeresh Polo? Zeresh Polo Bamur. Das bedeutet Zeresh Zeresh Polo? ist das hier. Ja. Das sind Berberitzen. Die kannst du auch gleich mal. Kannst du auch gleich mal. Das habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie eine kleine Gucci-Beere. Ja, ist ein bisschen säuerlicher. Ja. Das ist Zeresh. Geil. Polo ist der Reis, den wir gleich machen. Polo heißt Reis. Polo. Wie auf Italienisch ja Chicken. Ja, genau. Ne? Krass. Lustig, ne? Boyoscha, ja. Und Chicken heißt Mork. Morg. Genau. Und man kann natürlich als vegetarische Variante, habe ich jetzt auch die letzten auch. Jahre sehr viel gemacht, einfach statt Chicken halt Fake Chicken zu benutzen. Kann man Also natürlich Seitan auch. oder Genau, Tofu oder- gibt ja alles. Mega. Meine Mutter sagt, ja, Hühnchen ist kein Fleisch, aber das ist falsch, Mutter. Das sagt man in Spanien auch. Ich bin mit meiner Band unterwegs und alle so, nicht mit in der Sonne, nee, kein Tier. Also Kein nichts, was Tier. Augen hat einfach. Richtig, ist nichts, ja was auch gehen richtig. kann. Ist ja auch vollkommen richtig so. Ja. Wir machen ab und zu Ausnahmen. Ich glaube, wir sind da beide sehr Ja. ähnlich. Wir sind so zu 90%, aber so Ich nenne das Flexitarian. 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 Ich bin auch ein Flexitarian. Flexitarian ist das Beste. Also einfach wirklich bewusst essen. Also wenn man Genau. Fleisch isst vielleicht oder vielleicht immer in einem geilen Restaurant, wo man weiß, irgendwie das kommt aus einem guten Ort. Genau so Natürlich ist weiß es. man es nicht zu 100%, aber trotzdem ist es besser, wie wenn man einfach im Supermarkt oder... Ja. Ja, das muss ich auch sagen. Also bei mir hat sich die letzten Jahre sehr viel verändert, was den Fleischkonsum angeht. Sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das heute mal, Ja. damit du auch mal den wirklichen Geschmack von diesem Gericht... Bitte, was kann ich machen? Ich muss immer normalerweise den Leuten sagen, was sie machen müssen, aber ich freue mich, dass es heute andersrum ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir erstmal den Reis. Wir brauchen Reis. Das braucht nämlich am längsten. Ja, wir haben hier schon ein bisschen Wasser vorbereitet. Sehr gut, hier ist schon ein bisschen Wasser drin. Ich mach mal alles an, damit es kocht. Ich mache mal so ein bisschen rein. Ja. So das Gefühl. Du machst auch mit Gefühl so ein bisschen, ne? Ich mache voll nach Gefühl. Ja, sehr gut. So, das sollte reichen. So. Perfekt. Ich habe so einen Kumpel, der misst alles ab und hat so eine Stoppuhr. Oh nee, kann ich gar nicht. Wir brauchen Salz. Okay. Ist das Salz ist, ja, das ist Grobsalz. das ist, so haben wir auch feines Ja, Salz? das hier ist so ein feinere, bisschen, das kann man auch so zerdrücken mit den Fingern. Wie viel soll ich reinmachen? ne? Mach einfach, nach Gefühl. Perfekt. Ja, das Damit es quasi in Salzwasser schwimmt erstmal. wirklich. Und damit das muss jetzt kochen. Aber so, dass der Reis noch al dente ist. Ah ja, perfekt. Also der Reis darf noch nicht ganz durch sein. Ich liebe es. Genau. Okay. Und wenn der noch nicht ganz durch ist, dann sieben wir den ab. Mhm. Und dann kommt hier am Rand, an den Boden des Topfes kommt Wasser und Öl. Und dann Gut. Mhm. kippen wir es wieder zurück. Brauchen dann etwas, um den Dampf Drin zu lassen? Drin zu lassen. Ja. Also brauchen wir irgendwie so ein Küchentuch oder so. haben wir hier auch. Und einen Deckel.
Okay, perfekt. Genau, aber das muss jetzt erstmal Achso, ein so. Tuch und einen Deckel noch dazu. Deckel brauchen wir auch, Okay, ganz kann das ein wichtig. Teller auch sein? Haben wir keine, hast du keine Deckel hier? Doch, natürlich. Also, Und keine natürlich. Topfdeckel? Du weißt doch, Alvaro, jeder Topf braucht seinen Deckel. Ja, warte. Ich habe so Gut, einen. gibt auch manche Töpfe, die brauchen einfach keine Deckel. Ich glaube, der ist zu groß. Warte mal. Besser als Ich habe auch ein kleineres. Ah ja, guck mal. Hast du? Ich glaube, nee, das ist genauso groß. Das ist wie in so einer Studentenwohnung. Das ist wirklich, also. Warte. Doch. Aha. Und? Jawohl! Oh, wie mit Sehr Cinderella gut. hier. Sehr Endlich gut. hat's gepasst. Aber noch nicht. Später. Sehr gut. Das muss jetzt erstmal, muss das richtig dolle kochen. Wir haben hier noch so Tomatenmark für dich Richtig. vorbereitet. Jetzt kommt's. Magst du Zwiebeln schneiden? Ich hasse Zwiebeln schneiden. Ich wusste hasse es. Ich so mache immer doll. Zwiebelschneiden. Ich kann das jetzt schon sehr gut. Ich mache das für dich, natürlich. Das ist toll, dass du das machst. Wie viel wollen wir denn nehmen? So eine große, also so Eine Zwiebel, nicht Guck mal so. so, ne? Sag mal. Die ist doch gut. Ja, die ist super. Sieht perfekt aus. Die ist Okay. perfekt. Ja, so eine. Aber jetzt? Okay, so. Wir brauchen noch einen kleinen Topf. Es muss ja, das ist immer das Ding bei der persischen Küche, es muss alles gefühlt gleichzeitig passieren. Während du die Zwiebeln schneidest, Ja, sehr gerne. packe ich hier diese Berberitzen in diesen kleinen Topf. Ah, so schön. Die haben wir vorher natürlich gewaschen Natürlich. und geguckt, dass da keine Steinchen oder so, weil das kann passieren bei Berberitzen, dass da irgendwie mal so Steinchen oder so mit dabei sind und nobody Ja. wants Steinchen im Mund. Nobody wants Steinchen im Mund. Nein. So. Ja, das wird gut. Ich freue mich so. Kannst du bitte den Namen noch mal sagen, von wie das heißt? Zeresh poloba morg. Zelesh poroba morg. Ja, Zelesh poroba... Morg. 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 Ah, Zelesh polo gamorg. Ba. Bamorg. Ja. Ah, Zelesh poroba... Zelesh... Zeresh. Zeresh polo bamorg. Ja, sehr gut. Yes. Afri. Geil. Zeresh polo bamorg. Sehr gut. Zeresh polo... Ich bin ja, das ist ja so witzig, ich Ja, habe ja kompliziert, ja. tatsächlich, bin ich ja auch Fremdsprachenkorrespondentin, Englisch-Spanisch. Ich habe so richtig auf Spanisch so Businessbriefe übersetzt. Was? Wirklich? Ernsthaft, ja. Hä? ¿Y por qué no hablamos español? Ja, pero solo un poquito, ehrlich gesagt. Weil, Pero, bueno, ¿y hace cuánto tiempo? ja, 2 Jahre, 3 Jahre. Jetzt geht's los. Ich dachte, ich überlebe das, aber mir ist es sehr emotional, diese Folge mit dir. Krass, oder? Also das Ding ist, ich verstehe super viel und wenn ich, glaube ich, auch länger wieder in Spanien bin oder so, dann geht das schon. Aber ich habe das leider irgendwann so Ja. schleifen lassen, wenn man es halt nicht, so wie man es halt mit jeder Sprache, wenn man nicht so viel damit zu tun hat, dann vergisst man das alles Super irgendwann. emotional. Also ich finde das Sprachen... Ich aber ich liebe meinte Sprachen. eigentlich die Zwiebel, weil ich weinen muss wegen der Zwiebel. Ich finde schon, ich dachte, du bist wirklich emotional. Meine Güte, und ich war schon so, wie süß, wie empathisch Wie ist empa- er eigentlich. Aber doch, es ist auch sehr... Also ich finde es halt... Nein, ich weiß noch nicht. Noch nicht. Erst wenn wir gegessen haben, ist es so lecker, dass wir dann auf einmal sterben vor Vor Emotionalität. Emotionen. Ja. Okay, gut. Die Zwiebel ist ready. Sehr As gut. ready can be. Die kann hier rein. Direkt wir haben rein. hier Wollen wir so ein gleichzeitig... bisschen Öl machen noch hier? Unbedingt. Also ich würde... Unbedingt sogar. Sehr gut. Perfekt. Du sparst doch nicht mit dem Öl, I can see. Nee, das ist in Spanien. Wenn man denkt, das ist zu viel Öl, muss man noch ein bisschen rein. Ja, ich Nein, also sehe eigentlich- das ähnlich. Das ist viel, ne? Ja. Perfekt. Alright. Vor die Geschmack, du weißt. Okay, und Nicht mit jetzt Spanisch. wollen wir das warm machen. Genau, wir brauchen ein bisschen Butter. Butter Geil. und wir brauchen Wasser. Butter war doch... Ah, hier ist Butter war hier. Mhm. Butter kommt rein. Willst du noch ein bisschen mehr Wein? Ich sehe, bei dir ist ein bisschen trocken. Ja, hau rein. Sehr gut. Dann nehme ich ein Glas. Ist das ein normales Glas? Sehr gut. Ja, du kannst dich gerne bedienen. Ich mache einfach schon so, als wäre es meine Küche. Das ist... Merkst? Ja, bitte. Also, So, wir haben Butter rein, wir haben auch nicht meine Küche. ein bisschen Wasser rein. Guck mal, ob der Reis schon so... Guck mal, probier mal ein Korn. Ja, ich wollte erstmal das aus dem... Oh Gott, Ich das mach's klebt auf- so doll. Nee, so ein bisschen, just in case. Ich mach mal runter auf 6. Ja. Also, vamos a probar un trocito de arroz. Ich glaube, es ist okay so. Oder? Raus damit. Gut. So, Da pass rein. mal auf, da rein. Und Schutz drüber. Jetzt hier drüber. Ja, Schutz drüber. Alright. Damit jedes Reiskorn auch weg ist. Sehr gut. Okay. Perfekt. Das ist ja geil. So, und jetzt machen wir hier
Mehr Wasser rein. Reicht? Mhm. Das reicht, Das ganz reicht wenig. schon, ganz. Oh, warte mal, hier muss man ein bisschen aufpassen. Da kannst du umrühren. Merkst du, das ist alles so ein Ja, alles Timing-Ding. gleichzeitig perfekt. So, wir brauchen So wie ein Sonnenblumenöl. Oktopus müssen wir eigentlich ja sein heute. Das, was sehr, sehr rar ist. ja. gerade. Ja, das stimmt. So, So, und jetzt müssen wir hier zu Zeiten. Öl reinmachen. Das riecht aber fantastisch mit der Butter und so. Boah. Und da kommt jetzt gleich noch Zucker rein. Das ist natürlich Bombe auf jeden Fall. Ja. Jetzt pass auf. Soll es so ein bisschen boilen? Oder? Also Ja, es kann schon so ein bisschen Ja? boilen. Mhm. So, jetzt Sehr kommt der Reis wieder Ja. hier zurück. Warte. Ja, mach. Okay. Ich mach schon mal Zucker rein, ja? Mach schon mal Zucker rein. Mach auch nach Also Gefühl. ein bisschen, ne? Wie deine Mutter sagen würde. So. Ich hoffe, dass das klappt mit dem Reis, so wie ich mir das vorstelle, Kinder. Ein bisschen. Oh. Perfekt, glaube ich. Ich glaube, man kann noch ein bisschen mehr machen. Ja, mach. Das muss ja schon. Ach so, nee, ich habe nicht gesehen, wie viel du Ich hab viel reingemacht hast. reingemacht. Ach so, nee. Okay. Okay, egal. Jetzt wird gut. Es muss ja auch schmecken. Ja, ja. Und ich sag mal so, Butter und Zucker funktioniert halt leider immer gut. Gibt's einen Witz? So Butter und Zucker? Weiß ich nicht, aber ich finde die nein, Kombi einfach ist halt einfach immer geil. So, und jetzt ist das hier zugemacht, okay? Mega. Damit, Muss es hier heiß sein unten? Weil es gerade auf 6 noch. Aus, oder? ja, es darf nicht so heiß, aber es muss so. Dann auf 2. Nee, So ein nee, nee, bisschen- nee, mach Ach so. schon höher, es dauert sonst zu lang. Ja. Aber ich darf habe Angst, nicht dass unten anbrennen. das anbrennt, ne? Ich habe ganz viel Öl drauf getan. Es darf halt nicht so lange dauern. Okay, ja, ja. Mach Nee, mal- ich meine, wir mach haben mal eh auf noch 5. Zeit mit dem Mach mal auf 5. Huhn, ne? Okay, gut. 5 ist gut. Okay. Das sieht aber gut aus. Das sieht mega aus. Krass, ey. Okay, was machen wir jetzt mit dem Huhn? So. Komm, wir machen jetzt einfach hier Dings. Ah, warte, wir haben noch ganz Wichtiges vergessen. Ja. Safran. Oh ja. Die Das wichtigste jetzt? Zutat in allen persischen Gerichten. Okay. Okay? Wirklich, Safran auch. Safran. Wie in Spanien auch. Ja. Viel. Müssen wir das jetzt hier... Ja. Habe ich gut geraten? Hast Geil. du sehr gut geraten, weil du Safran halt auch kennst. Ja, also ich habe mir gedacht, entweder machen wir es so rein. Also in Spanien machen wir es einfach so auf der Papaya. Stimmt, nee, bei uns, wir müssen es tatsächlich malen. Willst du machen, oder? Viel Spaß. Natürlich. Die Handarbeit. Boah, geil. Ja, du malst jetzt den Safran. Dann kommt da auch ein bisschen Zucker mit rein. Also in den Safran. Jetzt hier rein. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht ja mega Hä, aus. wie schnell, wie gut. Ja, das ist ein geiles Ein richtig gutes Gerät. Ding. Richtig geiles Gerät. Nee, mach noch ein bisschen. So. Boah, ist ja richtig geil. Du kannst, Riecht gut, ne? kannst Also, ein bisschen riecht noch nicht Safran so, ne? auch hier rein machen. Ein bisschen davon. Wie bitte? Ein bisschen davon auch hier rein. Das Ja. muss dann in alle Komponenten muss das mit rein. Ah ja, also So ein da ein bisschen. bisschen und da ein bisschen. Genau, das muss ein bisschen auf das Hühnchen mit drauf. Das muss hier mit drauf. Und auf den Reis kommt es eigentlich sogar Kann auch. man denn hier, also ich meine, ich muss ein Kannst du bisschen so so ein bisschen machen. reinmachen. Ja, reicht schon. Ja? Und hier auch jetzt? Das kommt dann für, wenn das Für Hühnchen später fertig Chicken, ist. gut. Genau. Okay, wir machen jetzt hier mal das hier an. Gut, was wollen wir denn mit dem Chicken machen? Wir müssen es ein bisschen ja eigentlich noch, soll ich die Haut wegmachen? Oder bleibt es so? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mach. So, Okay, gut. wir braten Zwiebeln an. Ja, Alvaro, hörst du gut zu? natürlich. Mit Tomatenmark. Jetzt mache ich ein bisschen Tomatenmark mit rein. Sehr gut. Ungefähr so. Ja. So, wo ist denn der Okay. Safran? Die So. sind mega ready, die Dinger. Ja, was hast du da gemacht jetzt? Ich habe ein bisschen Wasser mal reingemacht und Safran Aha. Mit dem Tomatenmark, ne? mit dem Tomatenmark. Aber Und sie, die Tomaten. Das sind nicht die Zwiebeln, das sieht nicht... oh Gott, merkst du? Gut, ja, Mach ja. das Fleisch rein. Ja, ready? Ja, mach das Fleisch rein. Und schalten wir das ein bisschen runter. Keule Number 1. Hau sie alle rein. Und am besten holst du noch einen von diesen Ich habe noch nie so Keulen gemacht. Ich mache immer nur so Brüste auch. Ja. Aber es sieht eigentlich alles ganz gut aus, oder? Voll gut. Also Wir es, könnten, wenn du magst, ja. wenn es dir nicht zu anstrengend ist, einen Salat Shirazi dazu machen. Was ist das? Den isst man meistens zu so einem Essen. Das ist ein Ja. ganz einfacher Salat aus Tomaten, Gurken und Zwiebeln. Ja, klar. Bisschen Zitrone. Haben wir Gurken? Haben wir Gurken? Weiß ich nicht. Ja, wir haben Gurken natürlich. Natürlich haben wir Gurken. Okay, wir haben Gurken. Warte. Pass auf. Ah ja. Okay. Ja, dann
Natürlich machen wir einen Salat. Hast du gesehen, wie Kendall Jenner eine Gurke schneidet? Das ist gerade viral gegangen bei TikTok. Weil es so schrecklich ist? Nein, das ist so lustig. Ja, weil was hat sie gemacht? Sie erzählt, wie krass sie so das liebt, mit Freunden und so zu kochen und bla und the kitchen und so. Das ist voll ihr Dings. Und dann hat sie diese Gurke und schneidet so, warte, so. Krass. Und dann schneidet sie was? so. Das kann doch nicht sein. Ich schwöre dir, hast du das Video nicht gesehen? Nee. Die schneidet so. Oh Gott. Und dann sagt sie, ja, I'm not so good at cutting, please don't zoom in. Und dann macht sie noch so. Oh Und ich dachte mir so, es ist entweder ein krass guter Gag so, weil das so krass viral gegangen ist. Das ist ja, oder sie kann das ist so halt wie der türkische einfach so spielen auf dem Klavier. Ja. Sehr verrückt. Oder sie Aber- kann halt einfach nicht Gurke schneiden. Nee, ich glaube, die kann einfach nicht kochen. Aber ganz ehrlich, guck mal, wenn du so viel Kohle hast wie die, sei ich offen und ehrlich, ne? Ich würde kochen, immer noch. Nee, ich würde nicht kochen. Ich ja. Das ist jetzt. Und das mit diesem Kommentar gehe ich jetzt von der Sendung. Was? Melissa, ich dachte, wir bleiben auf dem Boden. Egal, ob du jetzt bei voll vielen Sendungen bei 2015, bei 20:15 Uhr Nee, aber ganz ehrlich, dabei. wenn du so einen straffen Zeitplan hast, ist es nicht geil, wenn du morgens aufwachst Ja. und einer so, hier ist dein Porridge. Außer du hast irgendwie Bock, mit Freunden gemeinsam so einen Kochabend zu machen. Das ist was anderes. Ah, ja. Aber so für jeden Tag, Okay, in so einem stressigen Alltag, ich helfe dir wieder. danke. Okay, warte. Okay, wir müssen gleich überlegen, wie wir den, Wie wir es servieren auch, ne? wir müssen das hier stürzen. Das Stürzen wäre auf einen geil. großen Teller, ne? Ja. Am besten. Warte. Wenn wir das hinkriegen, wäre es so cool. Ich weiß halt nicht, ob das klappt, ehrlich gesagt. Lass mal checken. Ich habe es schon auch oft nicht hinbekommen. Guck mal, ich habe hier ein ganz großes. Oh, ein ganz großes. Oder? Reicht der? Ja, oder? Der ist doch gut. Doch, das klappt. Ah, pass auf, du bist noch nicht fertig, Monsieur. Ja, aber das muss jetzt da Das noch rein. muss jetzt erst noch da rein. Ja, klar, Dann müssen wir noch ein bisschen Zwiebel schneiden. Das muss auch da rein. So, Und dann muss da noch Zitronensaft rein und Olivenöl. hier. Das sieht perfekt aus. Ja. Jetzt Zwiebel noch. Ja, okay. So eine halbe, so ein bisschen. So, da. Ist gut, ne? Ja. Ich mache noch ein bisschen Salz rein. Oder Chili-Salz. Hast du Bock? Auch geil. Ich liebe Magst du Chili scharf? Salz. Ich liebe scharf. Sehr gut. Kannst auch ein bisschen da reinmachen. Schon auch geil. Aber wir können den ganzen Chili da reinmachen. Können wir? Ja? Also du. Von mir aus. Let's do it. Liebe auch. Ich liebe Wir Chili. haben auch so Pistazien, ne? Die kommt noch. Das kommt noch. Okay. Kommt alles noch. Es müsste. Ich glaube, aber der Huhn, ist das nicht der Hähnchen? Ist das nicht gleich fertig? Das müsste eigentlich auch fertig sein, ja. Das Ja, kannst dann- du eigentlich auch Ich will jetzt eh schon. nicht viel machen, aber Kannst du eigentlich auch schon ausmachen. gut. Huhn kannst du ausmachen und ich glaube, das könnte jetzt auch schon. Das sieht so gut aus. Ja, das sieht gut aus, oder? Solide. Das sieht doch glaube- geil aus. Gib dem noch 3 Minuten und dann würde ich den stürzen. Ich hoffe, dass das passiert. Das Stürzen mit das ist ein Highlight. Wenn's Sehr klappt. gut. Cool, dass du so ein Gericht mitgebracht hast. Sehr gerne. Okay, sollen wir es mal So, ich probieren? glaube, wir sollten das mal anfangen, oder? Auch, Ja, zu servieren. Wir probieren das jetzt. Ich weiß nicht, ob das klappt. So. Warte, vielleicht erstmal, warte, mach mal so. Ja. Warte, so. So. Und dann, und jetzt umdrehen. Schnell. Are you ready? Und? Scheiße! Wow! Nein, es hat nicht funktioniert. Es klebt alles da Es sieht trotzdem aus wie ein guter Kuchen. Warte, okay. Fuck! Gut, wir haben es probiert. Es muss auch mal Warte. schief gehen. Mach mal. Aber warte. Dafür ist es crunchy jetzt. Warte, pass Oh, auf. geil. Wir machen einfach so, als ob. Guck mal jetzt. Oh, das sieht ja mega. Pass Hey, muss auf. es so sein? Ja. So gelb. Ja. Und eigentlich. Pass auf, wir machen einfach so, als ob es funktioniert hätte. Ja. So sieht es aus. So, eigentlich wäre das jetzt so, ne? Als wie so ein Kuchen. Mama von Melissa darf jetzt nicht gucken. Es hat jetzt nicht funktioniert, aber fuck it. Das ist super lecker bestimmt. Es schmeckt trotzdem geil. Ja. So, und jetzt machen wir ein bisschen was davon. Aber jetzt schon auf dem Teller? ja, einfach Okay. so damit es schön aussieht. Und dann serviert man sich so von dem Dann Teller. serviert man sich so von dem Teller. ja. So. Und das kommt auch gleich da rein. Ja, Verstehst du? alles klar. So. Auch einen anderen Teller für das dann. Oh Gott. Soll ich einen anderen Teller nehmen für das Gericht? Für den Huhn? Ja. Oder direkt auf unserem Teller? Können wir auch direkt auf unserem Teller machen. Aber mach das da rein. Ach so, natürlich.
Oh Gott, jeder Perser zu Hause denkt sich so, really, Melissa, dein Ernst? Nee. Was ist das für ein... Das nennt sich übrigens Tadik. Der Reiskuchen? Genau, der Reiskuchen nennt sich Tadik. Tadik. Aber das ist auch mal, Tadik goes wrong. Das Tadik- kann auch mal Tadik passieren. goes wrong. Weil du kannst im Internet ganz oft Tadik mal... goes Melissa. Goes Melissa, aber so richtig wrong. Das passiert halt einmal. Geil, ja, aber guck mal. Das sieht doch mega aus. Ich würde gut vielleicht nicht aus. alles und dann, oder? Ja, so ist super. Und das sieht ja fantastisch aus. Ja. Genauso, wie ich es mir vorstellen würde. Weil du nicht weißt, wie es anders wäre. Ja, deswegen in meinem Kopf sieht es sehr gut aus. Und Okay. Ich stelle mir vor, super viele Leute. Könnt ihr das mal bitte Krasse ankommen? Küche. Habt ihr das gesehen, wie das aussieht? Bitte. Das sieht so aus. Okay, und wir haben ja noch den Salat. Also es ist echt, wir haben ein richtig Menü Okay, hier. wir machen Also, jetzt auf den Teller, richtiges okay? Sternemenü. Pass auf, ich mache auf deinen Teller. Ja, mach mal so, weil wir essen dann einfach hier in der Ecke. Ja. Ich mach mal so, ich mach ein bisschen Platz für uns. Richte hier schon mal an. Ja, mach das. Wir machen gleich so ein geiles TikTok, weil du bist ja so TikTok-Fan. Und wir müssen deinen Account ja ein bisschen pushen, oder? Oh Gott, ich liebe es, TikToks zu gucken. Und Aber ich bin nicht zu einfach- machen. Ich würde es voll gern, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Man muss bei TikTok erstmal reinkommen auch, ne? Ja, man muss wissen, was funktioniert Warte, gerade ich helf gut, dir. was nicht. Okay, geil. So. Wow. Wir machen da so ein bisschen so ein Foodporn-TikTok. Ja, gerne. Die funktionieren bei mir immer sehr gut. Okay, gib mir deinen Teller. So. So machen wir das. Ja, wow. Also, wow. Aber es sieht auch gut aus. Ich liebe die Kombi mit den Pistazien auch, ne? Ja, das gehört alles dazu. Weil das wird- Safran, Berberitzen, Pistazien, das ist alles so Das ist so gut. Persian Must-Have. Entschuldige mal, kannst du das mal bitte fotografieren? Wie geil sieht das aus? Sei ehrlich. Sieht ja mega geil aus. Hey, das ist ja richtig, das ist das Beste, was wir bis jetzt gekocht haben. Also So. zumindest von dem Aussehen erstmal. Man weiß noch nicht, wie es schmeckt. Ich habe es auch nicht wirklich probiert. Also. Genau so. Guck mal, wie geil das aussieht. Wir müssen noch irgendwie so eine Aktion machen. Guck mal, du musst Okay. jetzt noch mal, ich mach mal so, ich zoome rein und dann gucke ich dann, wie du hier so stehst und dann vielleicht irgend noch ein paar Pistazien rein. Ja, mach ich. Weißt du so. Jetzt. Wow. Wow. Mm. Geil, okay, und jetzt machen wir noch einen anderen Abschnitt, wo wir das probieren und unsere Reaktion dann kommt. Komm, Warte. So. stell's irgendwo hin. Ja, genau. Der ist so heiß. Hä, wie sieht denn das aus? Das sieht so witzig aus, ne? Warte, ich muss auch Besteck für mich nehmen. Ja. Okay, du musst dir die Gabel jetzt so voll machen, Ja. mit allem, was dazugehört. Also du nimmst ein Stück Hühnchen. Ja. Okay, jetzt? Bei uns Wir auch. haben nur ein paar Sekunden zum Probieren, okay? Okay. Also am besten schon so eine Gabel. Genau, mach so alles drauf. Dann nimm ein Stück Hühnchen, Ja. nimm von dem knusprigen Reis und nimm ein bisschen Salat mit dazu. Alles auf einmal. Das ist wirklich echt schwierig ohne. Ohne Löffel. Scheiße. Okay, so, okay. Guck mal, so ist perfekt. Ready? Ready? Warte, probier hier. Glaub mir, ich habe ihn noch nicht Auch auf mit dem Mund. Salat. Warte, Hab ihn dann noch nicht so. im Mund gehabt. Nee, hier, nimm den, glaub mir. Ja? Und Ja. was ist mit dem? Nee, nimm. 1, 2, Warte, okay, warte. Und? 1, Go, 2, go, go. 3. Gut? So. Wow. Nein, ich komme gar nicht klar. Wow. Kommentare. Geil. Okay, wow. Ich mache immer. Das ist super lecker. Also nochmal. Ich habe Serisch. Zereşk, Zereşk. Polo, Zereşk Polo. Bamorg. Bamorg. Zereşk Polo Bamorg. Essen wir gerade. Ich bin so stolz, dass ich das sagen kann. Ich bin so stolz, dass wir das so gut hinbekommen haben, ehrlich gesagt. Sieht nämlich richtig gut aus. Aber ich finde diese Kombination von dem Sauren mit dem Süßen und dem Hühnchen und dem Reis und dann noch so einen frischen Salat mit Gurke. crazy, und, ne? Das ist ja wirklich so Explosionen von Gefühlen in meinem Mund. Das ist doch schön. Wow, Geil. das ist echt sehr gut. Wow, vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich sowas mit dir erfahren darf. Leute, Melissa Halatsch war heute bei mir zu Gast und wir haben Zereşk Polo. Zereşk Polo Bamorg. Ja, sehr gemacht. gut. Super gut. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen Ich bist. danke dir. Mir jetzt auch sehr viel Spaß. Ich habe endlich mal ein geiles Gericht gegessen in der Show. Das hat mir echt gefehlt. Also einfach was mit Niveau, weißt du, so einfach Das ist geil doch schön. und elegant.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr andere Folgen sehen wollt, dann sind die alle hier auch noch. Und na? Nachkochen einfach. Un besito. Geil. Okay, ich esse weiter. Ja.